Die letzte Tour bricht an, zurück in den Heimathafen. Das wird noch mal eine etwas spezielle Tour. Nachdem wir auf der Fecht den Worst Case hatten, nur einen Motor und keine Lenkung, dann haben wir jetzt wenigstens, ich hoffe, wenn sie gleich starten, beide Motoren, dann fahre ich mit beiden Motoren zurück. Es wird einige Arbeiten geben. Ich habe schon mal die beiden Voltmeter ausgebaut. Da werde ich messen, ob die tatsächlich 14 Volt anliegen haben und einfach nur falsch anzeigen. Da werden die ausgetauscht. Aus der Lenkung läuft seit gestern Abend auch kein Öl mehr. Ist jetzt alles rausgelaufen. Die beiden Zündschlösser habe ich rausgenommen. Die werden auch getauscht. Die Zündschlösser hängen jetzt hier. Ich kann jetzt hier auch starten. Wir kriegen morgen neue Zündschlösser auch eingebaut. Eventuell tausche ich auch dann morgen die Voltmeter. Die sind hier hinten drin eingebaut. Wenn die falsch anzeigen, fliegen die auch raus. Ansonsten haben wir ein Stromproblem. Das heißt auf jeden Fall, der Boden wird morgen aufgemacht und dann muss ich an den Schaltkasten vom Volvo dran, weil da ist irgendwo ein Wackelkontakt und deshalb startet die Maschine nicht. Der Freitag wird also Arbeitstag sein, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Nehmen Sie das mal. Ich muss das gleich noch durchziehen. Ja. Hier sind so blöde Ringe wieder. Da muss man die gesamte Leine durchziehen. Bei der vorderen dauert das eine Weile, weil die ist relativ lang. So, Leine los, Marina kommt an Bord, dann können wir ablegen. Wir müssen jetzt rückwärts hier raus. Jetzt kommen wir erstmal mit dem Druckheckschrauber wieder raus. Das macht die Sache natürlich super einfach jetzt überhaupt in die Fahrrinne zu kommen. Drehen können wir hier nicht, wir müssen also rückwärts raus. Na dann mal los, ohne anzuecken. Mit den zwei Maschinen hat man immer das mit der Backbordmaschine rückwärts, bewegt sich das Boot nach Steuerbord. Mit der Steuerbordmaschine rückwärts bewegt sich das Boot nach Backbord. Mit beiden Maschinen kann man natürlich auch, aber da werden wir sehr schnell. Beide Maschinen nochmal gerade fahren, wenn wir in eine Richtung abdriften. Dann kann ich die andere rausnehmen. Mit Ruder macht Rückwärtsfahren sowieso keinen Sinn. Ruderblatt ist fast wirkungslos. Ja, Hauptsache der Blaue da beachtet das. Der Blaue kommt uns jetzt in den Weg, aber kommen wir vorbei, solange der jetzt nicht weiter. Ja, die Fähre legt auch gerade ab. Weil das ist jetzt der Bereich, wo wir gerne dann drehen wollen. So. Jetzt sind wir raus, jetzt können wir noch drehen. So, hier haben wir jetzt, wo die Fähre ist, genügend Platz zum Drehen. Aus dieser kleinen Gasse sind wir gerade rausmanövriert. Der Hafenmeister hat schon wieder Spaß zum frühen Morgen. Er ist ein sehr lustiger Mensch, sehr freundlich. Beet auf dem Teller. Eine Maschine vorwärts, rückwärts. Und jetzt geht's raus aus Sparkenburg. Und wir haben natürlich wieder herrliches Sonnenschein. Ein Traumwetter. Und fahren jetzt bis nach die Klink durch. So, und jetzt werden die Maschinen nicht nochmal ausgemacht. Wir ziehen jetzt durch. Und morgen kommt der Monteur. Spiegelglatt wie ein Teppich. Eigentlich brauche ich gar kein Lenkrad. Ich glaube, ich lasse das abbauen. Da sieht man, ich werde hier auf die Kurve. Wunderbar, ohne Lenkrad.
Ich werde zukünftig komplett aufs Lenkrad verzichten, glaube ich. Ich brauche nur eine Sonnencreme auf der Hand, weil ich die permanent natürlich auf der Steuerung brauche hier, auf dem Gashebel. Ansonsten ist es gar kein Problem, einfach zu fahren. Vor uns liegt die Neikerkschleuse und es ist heute sehr voll. Es kommen gerade sehr viele raus. Es warten auch schon sehr viele, die rein wollen. Ja, abwarten und Tee trinken. Die Schleusenwärterin hat jetzt durchgesagt, dass die Segelyachten rauskommen und als erstes auch Segelyachten wieder reinfahren sollen, weil die Brücke offen ist. Wir passen so durch. Jetzt ist wieder der Run und die schönsten Plätze. Alles stürmt los. Erst die Segler und dann die Motorboote. Claudia tanzt mal wieder eine Runde am Deck. Jetzt geht die Brücke zu. Warum geht er nicht durch? Passt er nicht durch die Brücke? Ach so, während der Zeit, wenn die Brücke zugeht, darf keiner durchfahren. Okay. Und jetzt? Wieso dürfen wir nicht mit rein? Was soll das? Ja, doch. Ja, das ist eine Sicherheit gewesen. In der Zeit, wo die Brücke runtergeht, dass da kein Boot herfährt. Guck mal jetzt. Der dicke Pott, na? Das Schleusentor geht jetzt schon vorne auf. Da kriegt man immer noch mal ein bisschen Zug auf den Leinen. Vorsichtig, fahren jetzt alle wieder raus. So, die Leinen sind los. Das letzte Hindernis für diesen Urlaub haben wir jetzt genommen. Das war die Neikerkschleuse. Jetzt kommen keine Brücken und keine Schleusen mehr. Jetzt ziehen wir durch bis nach Hause. Das letzte Frühstück während der Reise. Das nächste Frühstück ist dann schon in unserem Heimathafen. Der Proviant hat gut gereicht. Ich hatte Wurst für 3 Wochen mit, die extra lang haltbar war. Und von daher ist das klasse. Die Randmeere sind ein breites Gewässer. Man hat hier richtig viel Platz und kann jede Wassersportart machen, die man möchte. Und es kommt sich nicht in die Quere. Auf der Seite ist Strandhorst, ein riesengroßer Hafen, auch gleichzeitig mit Verkaufshafen. Vor uns liegt Harderwijk. Das lassen wir mal rechts liegen, diesmal. Auf dieser Seite ist Zeewolde. Auch sehr schön zum Liegen. Kleiner Innenhafen. Und wer natürlich die Insel mag, der kann auch hier auf die Insel gehen. Die Zecke. Ja, kurz vor Harderwijk. Dann nehmen wir jetzt auch schon wieder die neue Strecke. Rechts an der Insel vorbei. Die alte Strecke links an der Insel vorbei ist gar nicht mehr betont. In der Ferne dort hinten ist dann schon Harderwijk. Ja, jetzt muss ich aus der rechten Maschine ein bisschen Gas rausnehmen und dann kommen wir auch rum. Und dann kann ich wieder Gas geben, bis wir gerade fahren. Und der Große aus der Schleuse, der sucht sich anscheinend jetzt hier einen Wasserhausplatz. Hier links und rechts vor der Brücke sind wunderbare Plätze, wo man schön liegen kann. Die Harderbrücke ist passiert, jetzt sind wir wieder in heimischen Gewässern. In einer Stunde noch sind wir zu Hause. Oder besser gesagt im Heimathafen. Ist ja wie zu Hause. Marina Flevo-Strand. Dahinter beginnt dann gleich die Schnellfahrstrecke. Hier wird immer noch fleißig gebaggert. Hier ist außerhalb der Fahrrinne schon tief genug, sodass ich auch daneben ausweichen kann. Das steht hier einfach nur so mitten in der Fahrrinne rum. Ja, den interessiert es auch nicht. Dockt er doch vielleicht vorne an? Jo.
Frank hat noch mal vor, auf die Schnellfahrstrecke zu gehen. Ja, da liegt richtig wie ein Brett im Wasser. Super. Und wir tuckern heute mal hinterher. Hier an den Randmeeren sind einige Surfschulen. Hier sind gerade ganz viele Jugendliche unterwegs, zum Surfen zu lernen. Und wie man sehen kann, da hinten kann man bis zum Po stehen. Also das ist zum Lernen und zum Üben praktisch, wenn man ins Wasser fällt, man steht. Hier ist die Basis vom Surfercamp und beim wunderschönen Wetter lernen heute viele junge Leute surfen. Da können Wohnmobile stehen. Vor vielen Jahren hat hier mal ein Hotelschiff gestanden. Da fährt Christina an uns vorbei. Unser Urlaub geht langsam zu Ende und wir kommen heute in unserem Heimathafen zurück. Aha, der Hafen hat wieder ein neues Schild bekommen. Man muss sich hier anmelden jetzt, wenn man in den Hafen möchte. Da kommt die Maxi 2 angefahren und steuert zielsicher den Liegeplatz im Heimathafen an. Und weiter geht die Fahrt zum Liegeplatz. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie der Jürgen anlegen kann. Aber das wird schon funktionieren. Claudia nimmt die Leinen an, weil ich ja filme. Welche Leine möchtest du denn als erstes? Nö, brauchst du nicht. Kommt doch. Ja, richtig. Ja, die erste Leine ist übergeben. Jawohl, passt super. Und wir liegen gemütlich am Steg. Am Ende der Tour haben wir auf der linken Seite 127,4 und auf der rechten Seite 123,6 Betriebsstunden. Die Undichtigkeit an der Lenkung ist auch repariert. Und die Instrumente habe ich auch wieder eingebaut. Ja, liebe Freunde, das war der Sommerturn 2022. Nochmal ein kurzer Blick auf meine Excel-Tabelle, die ihr ja schon aus dem Turn-Vorbereitungsvideo kennt. Wir sind insgesamt 349 Kilometer gefahren, ungefähr 32 Motorstunden, 414 € Hafengebühren. Man sieht hier schon, die Hafengebühren sind nicht wirklich ein großer Kostenfaktor in so einem Urlaub. Häfen, wo der Strom inkludiert ist, die sind natürlich deutlich günstiger, vor allen Dingen wenn man länger liegt. Man hat auch nicht die Rechnerei und Kalkulation. Wenn man autark ist, kann man natürlich auch Wasserrastplätze anfahren, die kostenlos sind oder geringe Gebühren haben. Die Hafengebühren sind immer noch sehr günstig. Wer viel mit dem Wohnmobil unterwegs ist, der weiß das auch. Da sind die Gebühren deutlich teurer. Tanken mussten wir dieses Jahr nicht. Kosten für Essen habe ich ausgeblendet. Das hat jeder selbst in der Hand, ob man essen geht oder nicht oder an Bord eben ist. Das kann jeder selbst für sich entscheiden. Die Hydraulik ist in der Zwischenzeit repariert. Mangels Ersatzteil hat das einige Wochen gedauert, aber jetzt ist wieder alles okay. An den Voltmetern kommt tatsächlich nur 12 Volt an, die zeigen also richtig an. Woran das liegt, müssen wir noch rausfinden. Bei anderen Booten liegen die Voltmeter nahe 14 Volt. Wir haben leider den Fehler noch nicht gefunden. Es bleibt spannend. Tschüss!